Damals in der Schule wusste immer jeder schon, was er werden wollte. Und ich saß rum und dachte mir, nee, das finde ich irgendwie alles nicht so passend. Und ich erfuhr irgendwann, dass meine Mutter als Domina arbeitet, so mit so 17. Und dann öngelte sie so rum, so, na ja, wir führen da so Ledermoden vor. Und ich so, na komm, also jetzt erzähl doch mal richtig. Ja, na, also da kommen Männer hin und die lassen sich verhauen. Und ich sag, was? Ja, und die bezahlen auch dafür. Ich sag, was? Erzähl mir mehr davon. Appetite. Mein Name ist Dominique und ich bin schon ziemlich lange in dem Geschäft, eigentlich von Anfang an. Und ich bin auch der Meinung, dass man sich der Sexualität ja auf verschiedenen Ebenen widmen kann. Also einmal natürlich auf der persönlichen Ebene des Erfahrens, aber auch auf der pädagogischen Ebene und auch auf der wissenschaftlichen Ebene oder auf der sensiblen. Es gibt ganz viele Bereiche, die das überschneidet. Also ich kann dem Sex immer noch jede Menge abgewinnen. Und ich meine, Sex hat mich schon immer mehr interessiert als alles andere. Deswegen wollte ich auch damit mein Geld verdienen. Ich habe aber ab und zu die Fronten gewechselt. Also ich habe angefangen mit Strippen und habe mir auch noch mal selber ausgezogen. Irgendwann dachte ich, den Hintern kannst du so nicht mehr ins Publikum halten, mach was anderes. Ja, also gerade in diesem Bereich hat man ja doch ein, sagen wir mal, Haltbarkeitsdatum und das sollte man persönlich einschätzen können, wann man das überschritten hat und wann es nicht mehr glaubwürdig ist. In meiner Zeit als Domina hatte ich so eine Art gesunde Schizophrenie entwickelt. Also einerseits die Person, die als Domina eine gewisse Kunstfigur war und ist, und auf der anderen Seite meine private Sexualität. Das hatte ich noch sehr strikt voneinander getrennt und das hat mir zu dem Zeitpunkt auch sehr gut getan, dass ich also ganz bestimmte Dinge habe ich einfach nicht verkauft. Punkt. Das war private Sexualität. Und erst später, als ich so das ganze Swingen entdeckt habe, weichte sich da so diese, ich sag mal, etwas härtere SM-Front auf, so von wegen, eine Domina vögelt nicht und dieses nicht und jenes nicht. Das wich dann so ein bisschen auf und hat dann mehr so diesem Swingen, diesem Teilen und auch Gemeinschaftlichen dann ein bisschen mehr Platz gemacht. Und meine Mutter hatte noch ein Studio, hatte das dann aber zugemacht. Ich habe erst mal woanders gelernt sozusagen. Dann kam so die Zeit, da war ich so 18,5. Da stand die Entscheidung an, also entweder ich mache mich selbstständig oder ich gehe noch mal in einen anderen Laden. Und da habe ich gesagt, Mensch Mama, lass uns doch selbstständig machen. Du weißt, wie es geht. Du machst die Backoffice sozusagen, also die ganze administrative Geschichte. Und ich mache die Sklavenfront, weil sie hatte keinen Bock mehr auf die Front. Ne? Sagst du, eine Weile im Geschäft, irgendwann ist vorbei. Und das fand sie aber akzeptabel und so haben wir 10 Jahre sehr erfolgreich Dominiques Metronentempel der grausamen Lust geführt. Und das war sehr lustig, weil ich hatte ja auch Teile ihrer Einrichtung übernommen. Und dann gab es dann so den ein oder anderen Sklaven, der dann reinkam und dann guckte und guckte. Ich sage, ja, kommen dir die Möbel bekannt vor? Ja, ich sage, ja, ist von meiner Mama. Das war natürlich aber der Hit Familienunternehmen. Und umso schöner ist es dann natürlich auch hier. Mein Sohn hat die erste Insomnia-Party in meinem Bauch mitgemacht. Da war ich im 7. Monat. Das war im KitKat-Club im März 1997. Ja, und jetzt mit 18 steht das Bengelchen an der Kasse und hilft mit, den Insomnia-Club gut zu betreiben.